Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserer heutigen Dokumentation über ein Kapitel der deutschen Geschichte, das oft im Verborgenen bleibt: das Leben im Bunker während des Zweiten Weltkriegs. Wir werden heute eintauchen in den Alltag der Menschen, die wochenlang, manchmal monatelang im Untergrund ausharren mussten, fernab vom Tageslicht, eingepfercht in betonierte Schutzräume, während über ihren Köpfen die Bomben fielen. Es ist das Jahr 1943. Der Krieg, der einst mit großen Versprechungen begonnen hatte, kehrt nun mit aller Gewalt nach Deutschland zurück. Die alliierten Bomberverbände fliegen Tag und Nacht ihre Angriffe auf deutsche Städte. Hamburg, Berlin, Köln, Dresden, keine Stadt bleibt verschont. Und mit jedem Luftangriff werden die Bunker zum einzigen Ort, der Schutz verspricht. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mutter von 3 Kindern in Berlin-Prenzlauer Berg. Es ist 9:30 abends, Sie haben gerade die Kleinen ins Bett gebracht, als plötzlich die Sirenen heulen. Dieser durchdringende, markerschütternde Ton, der durch Mark und Bein geht. Sie haben vielleicht 10, 15 Minuten, bis die ersten Bomber über der Stadt sind. Ihre Hände zittern, während Sie die Kinder aus den Betten reißen, ihnen die Mäntel überwerfen, die vorbereiteten Taschen greifen. Der kleine Hans weint, die 7-jährige Grete klammert sich an ihr Bein, der älteste, 14-jähriger Paul, versucht tapfer zu sein, aber Sie sehen die Angst in seinen Augen. Der Weg zum nächsten öffentlichen Bunker ist nur 300 Meter, aber in diesen Minuten wird er zur Ewigkeit. Überall rennen Menschen, die Straßen sind erfüllt von hastigen Schritten, von unterdrückten Schreien, vom Weinen der Kinder. Am Himmel hören Sie schon das dumpfe Brummen der Flugzeugmotoren. Die Flakgeschütze beginnen zu feuern, grelle Lichtblitze zerreißen die Dunkelheit. Sie hetzen die Treppe hinunter in den Bunker, ein massiver Betonbau, der 400 Menschen Schutz bieten soll, aber in dem sich heute Nacht über 600 drängen werden. Der Bunker ist bereits zum Bersten gefüllt. Die Luft ist stickig, schwer von Schweiß, Angst und der Ausdünstung zu vieler Menschen auf zu engem Raum. Es gibt Holzbänke an den Wänden, aber die sind längst besetzt. Sie finden einen Platz auf dem kalten Betonboden, ziehen die Kinder an sich. Um sie herum sitzen und stehen Menschen aller Altersgruppen. Dort die alte Frau Meier aus dem 3. Stock, die jede Nacht hier verbringt, weil sie allein ist und sich in ihrer Wohnung nicht sicher fühlt. Daneben Herr Schmidt, der Bäcker von nebenan, mit seiner schwangeren Frau. In der Ecke eine Gruppe von Hitlerjungen in ihren Uniformen, die versuchen, Ordnung zu halten, obwohl sie selbst kaum älter als 15 sind. Die ersten Bomben fallen. Zuerst hören sie nur ein entferntes Pfeifen, dann ein dumpfes Grollen, das die Erde erzittern lässt. Der Beton vibriert unter ihren Füßen. Staub rieselt von der Decke. Die Menschen ducken sich unwillkürlich, als könnten sie sich noch kleiner machen. Ihr kleiner Hans schreit, und sie pressen ihn an ihre Brust, flüstern ihm beruhigende Worte zu, die sie selbst nicht glauben. Eine Bombe schlägt näher ein. Das ganze Gebäude bebt. Die einzige Glühbirne flackert, droht auszugehen. In der Dunkelheit würde die Panik ausbrechen, das wissen alle. Jemand beginnt zu beten, andere stimmen ein. Das Vaterunser, gemurmelt von Dutzenden Stimmen, vermischt mit dem Weinen der Kinder und dem dumpfen Krachen der Explosionen. So vergehen Stunden. 2, 3, manchmal 4 oder 5 Stunden dauern die großen Angriffe. In dieser Zeit existiert die Welt nur noch aus diesem einen Raum, diesen Betonwänden, der Angst und der verzweifelten Hoffnung, dass die nächste Bombe nicht direkt trifft. Denn das haben alle gesehen: die Krater, wo früher Häuser standen, die eingestürzten Bunker, aus denen niemand mehr lebend geborgen werden konnte. Irgendwann, nach einer Ewigkeit, ertönt die Entwarnung. Ein langgezogener, gleichmäßiger Ton. Die Menschen atmen auf, aber die Erleichterung wird sofort von neuer Sorge abgelöst. Was erwartet sie da draußen? Steht das eigene Haus noch? Sie steigen die Treppen hinauf, treten hinaus in eine Welt, die sich über Nacht verändert hat. Der Himmel ist rot vom Feuerschein brennender Häuser. Überall Rauch, Schutt, zerborstene Fensterscheiben. Ihr Wohnblock steht noch,
aber 2 Straßen weiter ist nur noch ein riesiger Trümmerhaufen zu sehen. Sie bringen die Kinder nach Hause, legen sie ins Bett, wissend, dass in wenigen Stunden, vielleicht schon am nächsten Abend, alles von vorn beginnen wird. Doch es gab auch die andere Realität, die Menschen, die nicht nur Nächte, sondern Wochen und Monate im Bunker verbrachten. Besonders gegen Ende des Krieges, als die Bombenangriffe immer häufiger wurden, als die Front näher rückte, als die sowjetischen Truppen bereits vor Berlin standen, entschieden sich viele Familien, dauerhaft in die Bunker zu ziehen. Der Bunker wurde zur Heimat, zur einzigen Konstante in einer Welt, die im Chaos versank. Lassen Sie uns einen dieser dauerhaften Bunkerbewohner begleiten. Friedrich Weber, 44 Jahre alt, Buchhalter, hatte seine Frau Martha und die beiden Töchter Eva und Liesel im Februar 1945 in einen der großen Hochbunker am Zoo gebracht. Dieser Bunker, ein gewaltiger Betonkoloss mit meterdicken Wänden, bot Platz für mehrere tausend Menschen und war mit allem ausgestattet, was für einen längeren Aufenthalt nötig war: eigene Brunnen, Notbeleuchtung, Sanitäranlagen, sogar ein kleines Lazarett im Keller. Das Leben in diesem dauerhaften Bunkerdasein folgte bald eigenen Gesetzen. Die Menschen richteten sich ein, so gut es ging. Familien markierten ihren Bereich mit Decken und Leintüchern, errichteten provisorische Trennwände aus Holzbrettern und Pappe. Die Webers hatten Glück, sie ergatterten einen Platz in einer Ecke des 2. Stockwerks, wo sie wenigstens etwas Privatsphäre hatten. Auf 6 Quadratmetern lebten sie zu 4. 2 Feldbetten für die Eltern, eine Matratze auf dem Boden für die Mädchen. Ein kleiner Holztisch, 2 Stühle, ein Koffer mit den wichtigsten Habseligkeiten. Das war alles, was ihnen von ihrem früheren Leben geblieben war. Der Tag im Bunker begann früh, meist gegen 6 Uhr morgens. Es gab keine Fenster, keine Sonne, die den Tagesrhythmus vorgab, aber die Menschen hielten sich an feste Zeiten, um nicht die Orientierung zu verlieren. Martha Weber stand als Erste auf, holte Wasser aus der Sammelstelle. Jeden Morgen bildeten sich lange Schlangen, jede Familie dürfte nur eine bestimmte Menge entnehmen. Das Wasser war kostbar, wurde streng rationiert. Waschen war Luxus geworden, meist wischte man sich nur mit einem feuchten Lappen ab. Richtiges Baden war unmöglich. Das Frühstück bestand aus dem, was die Lebensmittelkarten hergaben. Ein Stück hartes Brot, manchmal ein wenig Marmelade, wenn man Glück hatte. Ersatzkaffee aus gerösteten Eicheln oder Zichorinwurzeln, der kaum noch etwas mit echtem Kaffee gemein hatte. Die Kinder bekamen zusätzlich eine kleine Portion Milch aus der gemeinsamen Milchküche, sofern welche da war. Aber mit jedem Tag wurde das Essen knapper. Die Versorgungslage war katastrophal. Manchmal vergingen Tage, bis neue Rationen ausgegeben wurden. Nach dem Frühstück begann der tägliche Kampf gegen die Langeweile und die Enge. Für die Erwachsenen gab es Gemeinschaftsaufgaben, Putzdienste, Wachdienste, Hilfe im Lazarett. Friedrich Weber half bei der Wasserverteilung und führte Buch über die Vorräte. Martha kümmerte sich um die Kranken, nähte zerrissene Kleidung, versuchte, mit anderen Frauen zusammen aus den kargen Rationen halbwegs schmackhafte Mahlzeiten zu kochen. In einer Ecke des Bunkers hatte man provisorische Kochmöglichkeiten eingerichtet, ein paar alte Öfen, die mit allem befeuert wurden, was brennbar war. Holzbretter, alte Möbel, manchmal sogar Bücher. Die Kulturlosigkeit des Überlebens. Für die Kinder war das Leben im Bunker besonders hart. Eva war 12, Liesel 8 Jahre alt. Sie kannten keine Spielplätze mehr, keine Schule im normalen Sinne, keine Freunde außerhalb dieser Betonmauern. Eine Lehrerin, Fräulein Schneider, die selbst im Bunker lebte, hatte begonnen, die Kinder zu unterrichten. In einem kleinen Raum, der eigentlich als Lagerraum gedient hatte, versammelten sich jeden Vormittag etwa 20 Kinder. Sie saßen auf dem Boden, hatten kaum Bücher, kaum Papier. Fräulein Schneider schrieb mit Kreide auf eine dunkle Holzplatte, ließ die Kinder Gedichte aufsagen, Lieder singen. Es war der verzweifelte Versuch, den Kindern ein Stück Normalität zu bewahren, ihnen zu zeigen, dass es noch etwas anderes gab als Krieg und Angst. Aber die Normalität war längst eine Illusion. Jeden Tag kamen neue Menschen in den Bunker, deren Häuser zerbombt waren.
Und jeden Tag starben Menschen an Krankheiten, an Erschöpfung, manchmal einfach, weil sie aufgegeben hatten. Das kleine Lazarett im Keller war ständig überfüllt. Dr. Hartmann, ein alter Arzt, der eigentlich schon im Ruhestand gewesen war, arbeitete rund um die Uhr. Aber ihm fehlte alles: Medikamente, Verbandsmaterial, sterile Instrumente. Er musste Wunden mit kaltem Wasser auswaschen, Fieber mit feuchten Tüchern senken, Schmerzen mit beruhigenden Worten lindern, weil es kein Morphium mehr gab. Die hygienischen Verhältnisse wurden mit jedem Tag schlimmer. Die Toiletten, anfangs noch einigermaßen funktionsfähig, waren bald verstopft. Der Gestank war unerträglich. Überall krochen Ratten, angelockt von den Abfällen, dem Schmutz, den Leichen, die manchmal tagelang im Keller lagen, bevor sie beerdigt werden konnten. Läuse und Flöhe verbreiteten sich rasant. Typhus brach aus, dann Ruhr. Menschen, die den Bomben entkommen waren, starben an Krankheiten, die im normalen Leben längst behandelbar gewesen wären. Die psychische Belastung war immens. In der ständigen Enge, ohne Privatsphäre, ohne frische Luft, ohne Sonnenlicht begannen viele Menschen zu zerbrechen. Es kam zu Streit um jeden Quadratzentimeter Platz, um jede Ration Brot, um jedes Glas Wasser. Manche wurden apathisch, starrten nur noch vor sich hin, sprachen nicht mehr. Andere wurden aggressiv, schrien grundlos herum, griffen Mitbewohner an. Die Kinder weinten ständig oder wurden abnorm still, traumatisiert von dem, was sie erlebten. Und dann waren da die Nächte. Selbst im Bunker waren sie nicht sicher. Wenn die Bomben in unmittelbarer Nähe einschlugen, bebte alles. Die massiven Betonwände hielten zwar, aber bei jedem Treffer regnete es Staub und kleine Betonbrocken von der Decke. Das elektrische Licht fiel regelmäßig aus, dann saßen tausende Menschen in völliger Dunkelheit, nur erleuchtet von ein paar Kerzen und Petroleumlampen, deren Vorrat langsam zur Neige ging. In diesen Momenten brach manchmal Panik aus. Menschen rannten schreiend durch die Gänge, suchten verzweifelt nach einem Ausgang, trampelten andere nieder. Die Ordner, meist Volkssturmmänner oder ältere Hitlerjungen, versuchten, die Ruhe zu bewahren, aber auch sie waren überfordert. Friedrich Weber erinnerte sich später an eine besonders schlimme Nacht Anfang April. Die Sowjets hatten begonnen, Berlin systematisch zu beschießen, und gleichzeitig flogen britische und amerikanische Bomber ihre Angriffe. Der Bunker war getroffen worden, nicht direkt, aber ein Volltreffer auf das Nachbargebäude hatte eine Wand zum Bersten gebracht. Wasser brach herein, die Angst vor einer Überflutung ging um. Die Menschen drängten nach oben, zu den höheren Etagen. In dem Chaos wurden Kinder von ihren Eltern getrennt, alte Menschen niedergetrampelt. 3 Menschen starben in dieser Nacht, nicht durch Bomben, sondern durch die Panik. Martha Weber klammerte sich an ihre Töchter, hielt sie mit aller Kraft fest, während um sie herum das Chaos tobte. Sie betete, wie sie noch nie gebetet hatte, flehte um Rettung, um ein Ende dieses Albtraums. Und irgendwann, gegen Morgen, beruhigte sich die Situation. Das Wasser wurde abgepumpt, die Wand notdürftig abgestützt. Die Überlebenden krochen zurück zu ihren Plätzen, erschöpft, verängstigt, aber noch am Leben. Trotz all des Schreckens entwickelte sich im Bunker auch so etwas wie eine Gemeinschaft. Die Menschen rückten zusammen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Man teilte das wenige, das man hatte. Die alte Frau Lehmann, die nichts mehr besaß außer einer Decke, bekam jeden Abend eine Scheibe Brot von Familie Müller. Herr Krause, der vor dem Krieg Schreiner gewesen war, bastelte aus Holzresten Spielzeug für die Kinder. Frau Bergmann, eine ehemalige Opernsängerin, sang manchmal abends leise Arien, und für kurze Momente vergaßen die Menschen ihre Angst, ließen sich tragen von der Schönheit dieser Stimme. Es bildeten sich Freundschaften, tiefe Bindungen, geboren aus der gemeinsamen Not. Die Webers wurden besonders eng mit Familie Scholz, die nur wenige Meter entfernt ihren Platz hatte. Herr Scholz war Elektriker und hielt die Notbeleuchtung des Bunkers irgendwie am Laufen. Seine Frau Anna wurde Marthas beste Freundin in diesen Wochen. Die beiden Frauen saßen oft zusammen, flüsterten miteinander, tauschten Erinnerungen an bessere Zeiten aus, gaben sich gegenseitig Mut.
Ihre Töchter spielten zusammen, erfanden Spiele aus dem Nichts, malten mit Kohlestückchen auf die Wände. Aber es gab auch die dunkle Seite der Bunkergemeinschaft. Hierarchien bildeten sich, Machtstrukturen entstanden. Wer Zugang zu den Vorräten hatte, wer die Verteilung kontrollierte, hatte Macht. Und Macht führte zu Korruption. Manche Funktionäre behielten die besten Lebensmittel für sich und ihre Familien zurück. Es kam zu Diebstählen, verzweifelte Menschen stahlen ihren Mitbewohnern Brot, Wasser, Decken. Einmal wurde ein Mann erwischt, der systematisch Rationen für sich abgezweigt hatte. Er wurde von den anderen verprügelt, aus dem besten Teil des Bunkers vertrieben, musste fortan im feuchten, kalten Keller hausen. Die Propaganda hielt auch im Bunker Einzug. Über einen Volksempfänger wurden regelmäßig die Nachrichten übertragen. Die Stimmen aus dem Radio versprachen den Endsieg, sprachen von Wunderwaffen, von baldiger Wende an allen Fronten. Die meisten Menschen glaubten es nicht mehr, aber manche klammerten sich verzweifelt an diese Hoffnung. Was sonst blieb ihnen? Die Alternative war die Erkenntnis, dass alles umsonst gewesen war, dass sie diesen Krieg verloren hatten, dass die Zukunft dunkel und ungewiss war. Friedrich Weber gehörte zu denen, die schon lange ihre Illusionen verloren hatten. Er sah die Realität, hörte die Berichte der Menschen, die tagsüber hinausgingen, um nach ihren zerstörten Wohnungen zu sehen, um Wasser zu holen, um vielleicht etwas Essbares zu organisieren. Sie erzählten von einer Stadt in Trümmern, von sowjetischen Panzern, die immer näher kamen, von verzweifelten Kämpfen in den Straßen. Er wusste, dass das Ende nahe war. Aber er schwieg, wollte seiner Frau und seinen Kindern diese Gewissheit ersparen, solange es ging. Die Tage verschwammen ineinander. Ohne Tageslicht, ohne klare Struktur verlor man schnell das Zeitgefühl. War es Dienstag oder Freitag? März oder schon April? Die Leute führten Kalender, machten jeden Tag einen Strich auf einem Stück Pappe. Aber selbst das half nicht gegen die allumfassende Monotonie. Jeden Tag dasselbe: Aufstehen, Wasser holen, essen, warten, Alarm, wieder essen, schlafen. Und dazwischen die Angst, die nie verschwand, die sich wie eine schwere Decke über alles legte. Martha Weber begann, ein Tagebuch zu führen. Auf ein paar Seiten aus einem alten Notizbuch, das sie noch besaß, schrieb sie mit Bleistift ihre Gedanken nieder. Sie schrieb über ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihre Erinnerungen an das Leben vor dem Krieg. Sie schrieb Briefe an ihren Bruder, der irgendwo an der Ostfront war und von dem sie seit Monaten nichts gehört hatte. Briefe, die sie nie abschicken konnte, aber die ihr halfen, bei Verstand zu bleiben. Jahre später würde dieses Tagebuch eines der wenigen Zeugnisse sein, die von diesen Wochen im Bunker berichteten. Ende April wurde es kritisch. Die Kämpfe um Berlin waren in vollem Gange. Der Lärm der Schlacht war selbst im Bunker deutlich zu hören: das Rattern der Maschinengewehre, die Explosionen der Panzergranaten, das Schreien verwundeter Soldaten. Der Bunker füllte sich mit Flüchtenden, mit Verwundeten, mit Volksstommmännern, die vom Kampf zurückkamen. Junge Männer, alte, sogar 15-Jährige in viel zu großen Uniformen, mit angsterfüllten Augen, die Gewehre mit zitternden Händen haltend. Die Ordnung im Bunker begann zu zerfallen. Die Rationierung funktionierte nicht mehr, weil kein Nachschub mehr kam. Die Menschen aßen, was sie noch hatten, und dann gab es nichts mehr. Hunger breitete sich aus, echter, nagender Hunger. Die Kinder weinten, weil ihre Mägen schmerzten. Mütter gaben ihnen das letzte Stück Brot, hungerten. Selbst Friedrich Weber ging hinaus, versuchte, in den Trümmern nach etwas Essbarem zu suchen. Er fand tote Pferde, von denen er Fleischstücke abschnitt. Das Fleisch war verdorben, aber es war Protein, es war Nahrung. Zurück im Bunker kochte Martha es mit dem letzten Wasser, das sie hatten. Es schmeckte widerlich, aber es füllte die Mägen. Die letzten Tage des Krieges waren die schlimmsten. Die Menschen im Bunker wussten nicht, was draußen vor sich ging. Gerüchte kursierten: der Führer sei tot, Berlin sei gefallen, die Sowjets stünden kurz davor, den Bunker zu stürmen. Die Angst vor den sowjetischen Soldaten war groß, besonders bei den Frauen.
Schreckensgeschichten machten die Runde über Vergewaltigungen, Plünderungen, Erschießungen. Manche Frauen verbargen ihr Aussehen unter schmutziger Kleidung, schmierten sich Ruß ins Gesicht, versuchten, nicht aufzufallen. Am 2. Mai 1945 war es plötzlich still. Der Lärm der Schlacht verstummte. Im Bunker herrschte angespannte Stille. Niemand wagte zu sprechen. Dann, nach Stunden des Wartens, hörten sie Stimmen an der Bunkertür. Laute, fremde Stimmen. Russische Kommandos. Die Tür wurde aufgerissen. Sowjetische Soldaten drangen ein, die Gewehre im Anschlag, durchsuchten den Bunker nach Waffen, nach SS-Leuten, nach Nazis. Die Menschen duckten sich, hielten die Hände hoch, zeigten, dass sie unbewaffnet waren. Die ersten Stunden unter sowjetischer Kontrolle waren chaotisch. Einige Soldaten waren brutal, rissen den Menschen die letzten Wertsachen von den Händen, Uhren, Ringe, alles, was nach Metall aussah. Andere waren erstaunlich menschlich, gaben den Kindern Brot aus ihren Rationen, teilten Zigaretten mit den Männern. Es war ein Wechselbad der Gefühle: Erleichterung, dass der Krieg vorbei war, Angst vor dem Unbekannten, Erschöpfung nach wochenlanger Anspannung. Familie Weber überlebte. Sie alle 4. Aber sie waren gezeichnet. Eva, die 12-Jährige, hatte ein nervöses Zucken entwickelt, zuckte bei jedem lauten Geräusch zusammen. Die kleine Liesel sprach wochenlang kein Wort. Martha hatte 20 Kilo abgenommen, war nur noch Haut und Knochen. Friedrich hatte graue Haare bekommen, obwohl er erst 44 war. Aber sie lebten. Viele ihrer Mitbewohner aus dem Bunker hatten nicht so viel Glück gehabt. In den Wochen nach Kriegsende verließen die Menschen langsam den Bunker. Sie kehrten zurück in eine Stadt, die es nicht mehr gab. Berlin war eine Trümmerwüste, eine Mondlandschaft aus Schutt und Asche. Aber die Menschen begannen, wieder aufzubauen. Stein für Stein, Tag für Tag. Das Leben ging weiter, musste weitergehen. Der Bunker blieb noch lange ein Ort der Erinnerung. Einige Menschen kehrten nie zurück, konnten es nicht ertragen, diese Betonmauern wiederzusehen, die gleichzeitig ihr Gefängnis und ihre Rettung gewesen waren. Andere besuchten ihn Jahre später, standen vor dem verwitterten Bau, berührten die kalten Wände, erinnerten sich an die Tage und Nächte, die sie hier verbracht hatten. Erinnerten sich an die Angst, aber auch an die Menschlichkeit, die manchmal aufblitzte. An die Frau, die ihr letztes Stück Brot teilte. An den Mann, der ein Kind auf dem Arm trug, weil dessen Mutter erschöpft war. An die kleinen Momente der Hoffnung in einer Welt der Verzweiflung. Das Leben im Bunker war kein heroisches Leben. Es gab keine Helden dort unten, nur Menschen, die versuchten zu überleben. Menschen mit Ängsten und Schwächen, mit Stärken und Momenten der Menschlichkeit. Sie waren keine Soldaten, keine Parteifunktionäre, keine Politiker. Sie waren Mütter und Väter, Kinder und Großeltern, Bäcker und Lehrer, Angestellte und Hausfrauen. Normale Menschen in einer Zeit, die alles andere als normal war. Wenn wir heute über den Zweiten Weltkrieg sprechen, denken wir oft an die großen Schlachten, an die politischen Entscheidungen, an die Verbrechen des Regimes. Aber wir sollten auch an diese Menschen denken, an diejenigen, die im Untergrund ausharrten, die Wochen und Monate in Bunkern verbrachten, in der Hoffnung, das Ende des Krieges zu erleben. Ihre Geschichten sind Teil unserer Geschichte, Teil des kollektiven Gedächtnisses einer Nation, die durch den Krieg zerrissen wurde. Die Bunker selbst stehen noch heute in vielen deutschen Städten. Manche wurden zu Museen umfunktioniert, andere verfallen langsam, überwuchert von Efeu und vergessen. Aber sie sind da, stumme Zeugen einer Zeit, die wir nie vergessen dürfen. Sie erinnern uns daran, wohin Krieg führt, welches Leid er über die Zivilbevölkerung bringt, wie er Menschen zwingt, unmenschliche Bedingungen zu ertragen. Die Überlebenden von damals sind heute alt, die meisten bereits verstorben. Aber ihre Erinnerungen bleiben. In Tagebüchern, in Briefen, in den Erzählungen, die sie ihren Kindern und Enkelkindern weitergegeben haben. Diese Erinnerungen sind wertvoll, denn sie zeigen uns die menschliche Dimension des Krieges.
Sie zeigen uns, dass hinter jeder Zahl, hinter jeder Statistik über Bombenopfer und Zerstörung echte Menschen standen, mit echten Leben, echten Ängsten, echten Hoffnungen. Das Leben im Bunker war eine Grenzerfahrung. Es zeigte, zu was Menschen fähig sind im Guten wie im Schlechten. Es zeigte, wie schnell Zivilisation wegbrechen kann, wenn die äußeren Umstände brutal genug sind. Aber es zeigte auch, dass selbst in den dunkelsten Momenten der Funke der Menschlichkeit nicht vollständig erlischt. Dass Menschen einander helfen, sich beistehen, gemeinsam ausharren, auch wenn alles hoffnungslos scheint. Wenn wir heute durch unsere Städte gehen, mit ihren modernen Gebäuden, ihren belebten Straßen, ihrem normalen Alltag, ist es schwer vorstellbar, dass hier vor 80 Jahren ein Inferno tobte. Dass Menschen wochenlang unter der Erde lebten, ohne Licht, ohne Luft, ohne Hoffnung. Aber diese Geschichte ist Teil unserer Identität, Teil dessen, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Eine Nation, die aus Trümmern wieder auferstanden ist, die gelernt hat oder zumindest lernen sollte, dass Krieg niemals eine Lösung ist. Die Geschichten aus den Bunkern mahnen uns, wachsam zu sein, uns zu erinnern und alles zu tun, damit sich solche Zeiten niemals wiederholen. Sie mahnen uns, die Demokratie zu schützen, die Menschenrechte hochzuhalten und jedem Ansatz von Extremismus und Gewalt entschieden entgegenzutreten. Denn die Alternative haben wir gesehen. Sie ist in Beton gegossen, in den Bunkern, die immer noch unter unseren Städten liegen, stumme Wächter einer Zeit, die niemals wiederkehren darf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mögen wir aus der Geschichte lernen und mögen zukünftige Generationen niemals erleben müssen, was die Menschen damals im Bunker durchmachen mussten. Die Erinnerung zu bewahren ist unsere Pflicht, damit aus Erinnerung Mahnung wird und aus Mahnung Frieden erwächst.